Okay, the manager's here to take your questions on the game. If you'd like to put your hand up. James? Oh, yeah, the conditions weren't easy. It's been going on last 24 48 hours, but you did make it look easy. Well, the boys were fantastic. I think they deserve a lot of credit and praise for the way they went about the job. And there was loads of quality in our finishing. Some fantastic goals and some football we should be proud of. Gut, also die Frage war, es war nicht einfach heute Abend hier oder auch die letzten 24, 48 Stunden, aber was sagen Sie zur Leistung von der Mannschaft? Die Antwort daraufhin, ja, ich muss sagen, fantastisch haben wir gespielt. Ich muss ein großes Lob an meine Mannschaft, an die Jungs geben, wie sie agiert und wie sie gespielt haben. Wir haben Qualitäten im Abschluss gezeigt und auch tolle Tore geschossen. Ole, I know it's possibly still a bit premature, but given how well Odion has done so far, have there been any talks about a permanent signing there? He seems to have. Odion has done really well when he's come in and he's enjoying himself, and we're just gonna, and he will improve and get better. And but he has qualities that we saw in him that we needed, and we'll still need those qualities for next season. So let's see what we do. Ole, what are those qualities? Just a question. The question, yeah. The player was Odion. Odion, okay. Was sagen Sie zur Leistung von Odion, zum Spieler? Die Antwort daraufhin, ja, also wenn er auf den Platz kommt, dann ist er gut drauf. Er entwickelt sich immer besser, muss man sagen. Er hat Qualitäten, die wir ganz klar brauchen bei uns in der Mannschaft. Und nicht nur jetzt, sondern vor allem auch für die nächste Saison dann. Ole, what are those qualities? What's he bringing to the squad? That first goal was incredible. Yeah, he's a goal scorer and he's a striker. He doesn't worry too much about all that nonsense build-up play. Not as a joke, obviously, but he knows his job and what his role in the team is, and he's very good back to goal. Can play up to him. Great link player. But maybe the best thing about him is his personality. So he's got the whole lot, really. Gut, dann nochmal zum gleichen Spieler, Odion. Was sind denn seine genauen Qualitäten, die Sie uns mitteilen können? Die Antwort daraufhin, ja, er ist einfach ein echter Stürmer, ein Stoßstürmer vorne, der die Tore macht, aber auch, ja, als kleiner Witz im Aufbau spielt er nicht so eine große Rolle, ist nicht so ernst gemeint, aber er weiß, ja, wie er spielen muss, was seine Rolle auf dem Spielfeld auch ist. Er arbeitet auch nach hinten viel mit und ja, das Größte, das Wichtigste bei ihm ist einfach seine Personality, sein Charakter, den er auf dem Platz zeigt. Ole, how difficult is it for a striker to execute a goal like that with, you know, the juggling that came before it and then produce a finish like that? Yeah, did he have 3 touches before his fourth was the finish? So obviously that's all them touches were high quality, but he had to make them to create the space for himself. But the strike is on the half volley, great timing. It's just no one would have saved that one, so anyone would be proud of that finish. Und ja, nochmal zum gleichen Spieler. Ja, wie schwer ist es eigentlich, Tore zu schießen, vor allem wenn die Abwehr hinten auch dann dementsprechend so ja, massiert einfach hinten auch steht. Die Antwort daraufhin, ja, wie er das Tor herausgespielt hat, war fantastisch. Er hat 3 Ballberührungen vorher gehabt und beim 4. damit zum Halbvolley abgeschlossen. Ja, keine Chance für den Torwart, so einen Ball zu halten. Er hat sich damit Platz geschafft mit seinen 3 Ballberührungen im Vorfeld und sich den Platz dann geschaffen und war einfach ein hervorragender Abschluss, den er da gezeigt hat. Hi, Ole. UEFA are meeting obviously on next Tuesday to decide what course of action to take with all the European competitions. How strange does it feel to you and your staff and the players that ultimately this accomplished performance might count for nothing if the competition is suspended or well, you know, for us it counts because we know what we can do and we're still improving. It's not that what matters for us. It's to just see the improvement of the team, the players, the group together. That was vital enough for this game. If something is decided that we don't want in the tournament, but we'll just have to wait for the outcome of the meetings.
Also am Dienstag ist von der UEFA ein Meeting einberaumt worden, wo dann entschieden wird, wie es weitergehen soll in dem europäischen Clubwettbewerben. Und ja, wie komisch ist es für euch? Vielleicht zählt das Spiel von heute gar nicht. Die Antwort daraufhin, ja, also für uns zählt eigentlich jedes Spiel, was wir spielen können. Wir können uns verbessern, wir können sehen, wie die Mannschaft agiert und können Spielpraxis sammeln. Und am Ende, klar, müssen wir warten und werden sehen, wie sich dann der UEFA dementsprechend entscheidet und wie die Entscheidung dann auch aussehen wird. Ole, first of all, there was a couple of United fans trying to support the boys and sing some songs. I don't know if you heard it from where you are, I don't know who it was, but hopefully you enjoyed the songs. Yeah, it was good. We heard them and we heard the chef as well. So no, I said on the bench before the game when we heard him outside the stadium, that's fantastic. And also we've just spoke about obviously Igala maybe staying long term. There's been a lot of talk about Paul maybe signing a new deal and a U-turn, or beyond the summer. Can we maybe expect Paul to stay longer term? Well, Paul's our player and he's got 2 years, a year plus an option of his contract. So you can expect Paul to be here, yeah. Gut, also die erste Frage war ganz kurz, außerhalb hat man Manchester United-Fans singen hören. Haben Sie es gehört? Die Antwort daraufhin, ja, wir haben es hören können. Fand ich toll. Als wir auf der Bank saßen, haben wir im Hintergrund den einen oder anderen Manchester-Fan hören können. Ich fand das fantastisch. Und dann die zweite Frage zu Paul Pogba, wie da die Situation aussieht. Glauben Sie, dass er den Vertrag verlängern wird ob er bei Ihnen bleibt? Die Antwort daraufhin, also Paul ist unser Spieler des Vereins und er hat noch ein Jahr Vertrag plus Option und dementsprechend, also er ist hier noch bei uns und wird es wohl auch bleiben. May I ask, how was it mentally for you to keep the team 100% focused on the game with traveling here, with no people inside the stadium? How did you manage to keep your team focused on the game before? It was easy because these players are very focused. They know what they want. So there was no doubt in my mind that we were going to do well. After the warm-up, Michael and Kieran came to me and said that the boys were really, really good in the warm-up focused. So I have to praise them. They are very professional. Gut, also wie bereitet man die Spieler vor, mental vor allem? Wie schaffen Sie es, die Spieler 100% fokussiert zu haben, nach den Reiseanstrengungen natürlich auch, dann hier die ganzen Umstände ohne Fans. Wie haben Sie es geschafft, die Spieler 100% fokussiert zu lassen auf das Spiel? Die Antwort daraufhin, ja, das ist eigentlich ganz einfach. Meine Spieler sind immer fokussiert, sie wissen, was sie wollen, was sie erreichen wollen. Habe ich auch überhaupt keine Zweifel daran gehabt. Und selbst beim Warm-up hat man schon gesehen, haben meine Assistant Coaches auch gesagt, dass sie da schon sehr fokussiert waren beim Warm-up und ich kann nichts anderes als meine Spieler loben. Okay, last question in this part. Hi Ole, can you just talk to me a little bit about what it's like to be a manager when there is no sound in the stadium like that? I mean, in terms of communicating with your players, is that makes it easier. Does it? Well, it makes it easier to get the instructions on the pitch, but of course it's weird and it's a strange feeling. We're used to playing in front of fans and we're used to the best fans in the world helping the boys, so we haven't practiced this before, but it's a weird one. Hope it doesn't happen too often, but I have to praise the boys again. I think the mentality was fantastic, unbelievable really, to be so focused and do such a professional, high-quality job. Gut, und die letzte Frage, für Sie als Trainer, wie ist es in so einem Stadion zu spielen, ohne Nebengeräusche, ohne Fans? Die Antwort daraufhin, ja, es macht natürlich die Arbeit für uns um einiges einfacher, man kann besser Instruktionen geben, die werden auch dementsprechend gehört, aber ist ganz klar ein ganz komisches Gefühl. Aber meine Jungs sind es gewohnt, normalerweise vor den besten Fans, möchte ich sagen, zu spielen und das war dementsprechend einfach ein komisches Gefühl für uns. Sowas kann man im Vorfeld auch nicht üben, ist auch ganz klar und ich hoffe einfach nur, dass es nicht zu oft passiert und kann nur noch meinen Spielern nochmal ein großes Lob für sie aussprechen, einfach die Mentalität, die sie gezeigt haben auf dem Platz, das war einfach unglaublich.